sind Schatzsuchende. Schatzsucher. Vintage oder neu, wir suchen Schätze. Das ist unsere Motivation, Ziel, alles. Wir sind Rihanna und Nina von unserem Label Rihanna und Nina, das wir vor 7 Jahren in Berlin gegründet haben. Ich bin Rihanna. Und ich bin Nina. Was definitiv die wichtigsten Eigenschaften sind in meinen Augen oder unseren Augen, wir haben darüber schon öfter gesprochen, die man mitbringen muss, um sich auf so eine Reise zu begeben und ein Modelabel zu gründen, ist definitiv Mut, ist Optimismus, auch Selbstbewusstsein. Ja. Wir wissen wirklich, was wir können, wir wissen, wer wir sind. Ja. Wir gehören zum Modebusiness, aber wir sind nicht das, was Modebusiness denkt, dass wir sind. Es gibt da draußen die Modewelt und zu Genau. der sind wir natürlich auch Teil, dadurch, dass wir auch an den Fashion Weeks teilnehmen, unsere Kollektion dort präsentieren. Aber mit unserer Art. Wir sind im ersten Sinne Modeunternehmerin. Wir verkaufen, du kreierst Marketing, wir machen Kommunikation. Einer unserer wichtigsten Punkte ist, dass wir 2 Menschen sind, die zwar einerseits durch Rihanna sehr, sehr schöne Dinge kreieren und schaffen und designen, aber dass wir auch von Anfang an unternehmerisch gedacht haben. Wir haben uns vor 7 Jahren einfach zusammengetan mit der Idee, die eigentlich seit 30 Jahren oder vor 30 Jahren Rihannas Idee war, nämlich aus Vintage-Materialien und Vintage-Stoffen und Vintage-Tüchern sehr besondere Einzelstücke zu kreieren. Man kann eigentlich sagen, dass wir Dinge aus der Vergangenheit, in denen wir Schönheit sehen, die Geschichte Leben weitererzählen. geben. Ja. Und das ist das Spiel. Male mit den Tüchern, weil ich dann immer so kombiniere und dann mache ich das und das und dann kommt ein Kleid raus. Und das ist Deine Kunst. Ja. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Volantkleid, was Nina jetzt gerade anhat. Was auch heute eigentlich unser Best-Selling-Style ist. Ja. Normalerweise wären wir in Paris, das bedeutet, wir hätten unseren Showroom, wir wären mit unserem Team dort, wir würden die Einkäufer treffen, wir gehen auf Events. Das macht schon immer sehr viel Spaß. Diese Saison ist das ein bisschen anders. Wir machen wie gerade alle in dieser Lage den Showroom digital. Klappt jetzt schon in der 2. Saison zum Glück sehr, sehr gut. Und was auch daran liegt, dass wir viele Geschäfte haben, mit denen wir jetzt schon einige Jahre zusammenarbeiten, die unsere Qualität kennen, die uns kennen. Und dann machen wir das über die Ferne. No, but we really miss you and we miss Paris so much. We hope so much we can see you next season and like hug each other finally again. Yeah. So I would say, Yeah, let's start the show. We have some fantastic new fabrics. It's called Petaluda, which is the Greek word for butterfly. And what is really, really nice this time, so Rihanna was inspired by the 70s. And it's all about really like, yes, and it's really about this feeling to feel finally free again. You want to travel, you want to move. There's some really fluid pieces, some more stiff ones. It's really about having fun, layering and enjoying. Wir haben heute viele Termine. Es fängt von morgens an, je nach Timezone, von den Einkäufern, die in Hongkong sitzen. Heute Nachmittag ist Brasilien. Dann geht es weiter in die USA bis spät abends, Westküsten-Stores. Das Größte eigentlich für mich ist, wenn die Buyers dann sie sehen und dann sagen, oh, wie toll das finden. Und dann bin ich so, okay, jetzt ist es so eine, weißt du, so eine Erleichterung, aber auch so eine Motivation weiterzumachen, weil dann denke ich, ich habe was Gutes gemacht. Das ist ja für uns oder auch für mich als in Anführungszeichen Außenstehende, die Sachen nicht kreiert, viel leichter zu sagen, wie toll die sind, als es für Rihanna selbst ist, weil sie natürlich eine Künstlerin ist, die was erschafft und dann natürlich auch, wie bei jedem Künstler, auch gewisse Unsicherheiten mit einhergehen. So eine Unsicherheit ist, wenn Nina zum Beispiel, wenn ich ihr Fotos schicke, weil sie ist ja nicht da, und dann antwortet sie nicht sofort. Und das ist so, oh Gott, ich denke, oh Gott, jetzt gefällt es ihr nicht. Eigentlich kein Geheimnis. Was wir immer sagen, eigentlich funktionieren wir in sehr vielen Punkten auch, wie man in der Ehe funktioniert. Wir sagen auch immer aus Spaß, wir haben eigentlich uns gar nicht gekannt und haben über Nacht geheiratet. Man muss einfach tolerant sein, den anderen sein lassen, wie er ist. Kann man nicht in 3 Wörtern. 3 Wörtern kann man dich nicht zusammenfassen. Jetzt fangen wir an zu weinen. Oh Gott. Großzügig, kreativ. Oh, du hast mir einen weggenommen. Ah, nein. Ja, sorry, wir passen natürlich auch gut. Ja, einfach meine Partnerin in allem. Großzügig war auch mein erstes Wort. Dann Gauner. Großer Gauner. Sie kann das sehr gut, Gauner sein, und das mag ich sehr an ihr. Und herzlich.
Klar, es ist schwer. Ich erinnere mich, als wir angefangen haben, dass alle gesagt haben, weil wir uns auch nicht gestritten haben oder wir uns nicht... Klar, natürlich gibt es auch in der Was Nähe... wir heute tun. Was wir heute tun, genau. Und man muss, glaube ich, das tiefe Grundvertrauen haben, dass man weiß, dass der andere immer nur das Beste für einen will. Wolltet ihr mehr Inspiration? Dann? Schaut ihr hier.